Bringt es eigentlich was, wenn Mourinho zurückkommt? Das werde ich euch mal erzählen, meine Meinung, und eine alte Legende aus den 80ern hat auch was dazu gesagt, ob es überhaupt was bringt, wenn Mourinho zurückkommt oder ob sich was ganz anderes ändern muss. Und wir gucken ganz kurz auf, Carvajal, es ist das letzte Spiel und auch der letzte Spieltag, und dann haben wir es endlich geschafft. Es ist eigentlich traurig, das zu sagen, aber ja, man muss es einfach sagen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, Hala Madrid. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind auf dem Weg zu den 4.000 Followern. Also schön, ja, liken dieses Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und so. Was ist eure Meinung? Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu den 4.000 in so kurzer Zeit. Ja, so, wo fangen wir an? Wir gehen mal rüber. Er ist ja noch nicht ganz da, aber es wird schon so viel spekuliert und so weiter und so fort et cetera pp. Und ja, wird es denn wirklich was bringen, wenn Mourinho the Special One, der harte Mann, zu Real kommt? Also, meine Meinung, ich hatte das aber auch schon mal erwähnt, er wird sehr stark anfangen, glaube ich. Ich glaube, die Mannschaft wird sehr stark anfangen, aber wird schnell nachlassen. Wenn ihnen wieder irgendetwas nicht passt, irgendein Spieler, dann wird auf jeden Fall irgendwas wieder passieren. Und ich weiß nicht, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde ihn gut, das ist der Special One, aber er ist eben nicht mehr so wie früher. Vielleicht wird er wieder so, er findet zur alten Stärke, aber bei Fenerbahce war das nicht so der Fall, was ich sehr schade finde, weil wenn ich aus der Türkei, es werde ich viele Gala-Fans, ich habe es ja schon mal gesagt, nehmt mir das nicht böse. Ich bin, wenn ich also Fan kann man nicht sagen, aber wenn ich für eine Mannschaft bin aus der Türkei, dann schon seit Langem durch meinen besten Kumpel, ist es Fenerbahce. Ja. Auf jeden Fall, da war das eben nicht so, wie man ihn so kannte, weil er spielt anders, er ist nicht mehr hat nicht mehr dieses, vielleicht hat er es aber jetzt bei Madrid wieder, weil das ist ja eine andere Liga, das ist ja nun mal so. Und, aber ich hätte, ihr wisst das ja, auch wenn Kroos zurückkommt und der ja sehr viel auch auslösen kann bei den Spielern im Background, aber da müssen wir auch erst mal abwarten, ob er das dann auch kann. Ich glaube schon, aber, es ist immer nicht so einfach, wenn man nicht mehr Spieler ist und dann auf einmal, sage ich mal, in Vorstand oder whatever wo arbeitet und den Spielern dann was sagen möchte. Meine Meinung. Ihr kennt ja die Egos da. Und Egos, da kommen wir auch gleich mal zu. Und das ist das große Problem. Fakt ist auf jeden Fall, dass ja, was soll ich sagen? Also, Fakt ist, dass es muss ja sehr viel passieren. Es liegt ja nicht nur an den Trainer, es liegt ja auch an den Spielern und an den Vorstand. Es muss ja allgemein sehr viel passieren. Und, das gab's alles so, guck mal, dieses hier Benzema, zu der Zeit gab's das alles nicht. Da war eigentlich fast wie alles angegossen und auch davor mit Ronaldo und so, mit Krischi, alles. Aber das, was jetzt passiert, die tun ja so alle, als wären sie die Obermacker überhaupt. Und ein Spieler darf eben nicht über den Verein stehen. Das ist das, was Mourinho ja sagt und auch natürlich, was bei Real Madrid allgemein ja so ist. Das finde ich auch gut. Das soll dann auch, so gehandhabt werden, aber es muss richtig gehandhabt werden, weil das ist aus dem Ruder gegangen, gelitten, sage ich mal, die letzte Zeit. Und ich finde einfach, dass, wie soll ich sagen, der Punkt, also der größte Punkt ist einfach, dass ich eher Jürgen Klopp gesehen hätte da drin als Mourinho. Ich glaube, den können Spieler noch weniger einschätzen und der kann eben ganz anders abdrehen. Mourinho denkt immer so, er ist, klar ist er immer noch, aber ist die Frage, wie man das so, ich glaube, also ich hätte Klopp da eher drin gesehen, man weiß es nicht, aber das ist so meine Meinung. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich hier aufgeschrieben habe. Jorge Valdano, wenn richtig ausgesprochen, ich bin Spanisch, ist jetzt nicht so, ne? Hat heute öffentlich gesagt, dass Mourinho allein, jetzt kommt's, das ist auch bevor ich das, ne, was ich schon seit Wochen sage, allein Real Madrid nicht retten wird und dass eine Revolution in der Kabine nötig sei. Das schlägt in Spanien gerade ziemlich ein, weil Dano normalerweise eher diplomatisch ist, ja. Aber im Endeffekt hat er da ja recht mit. Ein Spieler, 'ne Legende von uns, war 84 bis 87, glaube ich, bei uns, ja. Und, der hat das gesagt und hat ja nicht ganz Unrecht damit. Also, allein er, das ist ja das, was ich eben eingangs vorher auch erwähnt hat, allein wird Mourinho das nicht schaffen und vor allen Dingen nicht mit denselben Spielern. Natürlich werden wir haben 'ne Liste von Spielern, die weggehen werden, aber das sind jetzt wirklich außer Ceballos,
sind das ja nicht wirklich Spieler, die jetzt, keine Ahnung, jetzt viel gestört haben. Man muss unter Bellingham, Vinny, Mbappé, Tchouaméni, und Valverde und so was, da muss man aufräumen. Gut, Valverde werden wir noch sehen, ob Valverde überhaupt bleibt, aber da muss man aufräumen. Und ich finde, das hat man nicht gemacht. Also, was heißt nicht gemacht? Wir müssen auch mal so sehen, wir sind nicht wirklich dabei. Wir sind nicht wirklich dabei bei den Profis. Wir können das nur immer, was man so 'n bisschen hört oder was andere irgendwie sagen, weil sie dicht dran sind. So, aber die wollen auch Einschaltquoten und Klicks haben, deswegen ist das schwer. So, und wie wird unter Mourinho gespielt, ist auch das Pro wenn ich überall bei Instagram das lese, die Ausstellung von Mourinho, die ist allerdings bei jedem anders, aber wenn es überhaupt nirgendswo ist Arda Güler dabei. Und das daran deswegen sage ich, man muss nicht immer glauben, was andere er wird Arda Güler, das sage ich jetzt so wie das ist so wie das fest wie das Amen in der Kirche oder whatever. Er wird äh, er wird Mourinho spielen lassen, genau. Er wird Arda Güler spielen lassen. Punkt. Also, wenn nicht, dann verzweifle ich komplett. Und dann sage ich auch irgendwann, dann sollte wirklich, wenn das jetzt wieder nicht passiert, dann sollte Arda Güler wirklich irgendwann sagen: „Ich gehe.“ weil aber ich wie gesagt, da wollen wir gar nicht spekulieren drüber. Es ist nirgendswo nirgendswo wird gezeigt, dass Arda Güler spielt bei unter Mourinho. Was absoluter Quatsch ist, sage ich euch jetzt schon. Es ist einfach irgendwie Bellingham wird das auch nicht so einfach haben. Keiner wird das einfach haben. Mbappé nicht und Vinny auch nicht, keiner. So, und mit Vinny muss man so und so noch mal sehen, was kommt. Verlängert er nicht? Das alles gut, Real ist auch so, das wissen wir, die machen das nicht so öffentlich. Vielleicht hat er auch schon lange verlängert, aber wenn nicht, zieht sich das alles ewig hin. Auf was wartet er denn? Auf was wartet Vinny denn zum Beispiel? Ganz ehrlich, du kannst ihm doch keine sind wir mal ehrlich, man kann ihm doch keine 30 Millionen geben. Für was denn? Ja, er hat viele Tore gemacht, 16 übrigens, das ist so untergegangen. Über Vinny hat man immer gemeckert, hat gut abgeliefert eigentlich, ne? Und mit ich habe die Statistik jetzt nicht hier, aber in 28 Spielen 16 Tore, glaube ich, wenn man den Rest da zählt, ist gut. Besser als Mbappé in den letzten Spielen. So, und, aber Mbappé hat natürlich insgesamt mehr. Aber das Ding ist, du kannst doch nicht für meckern oder gelb fordern oder rot fordern oder hin oder was auch immer, kannst du doch nicht 30 Millionen oder noch, ich will am meisten verdienen. Für was? Für was, wenn es denn auch stimmt, ne? Für was möchtest du das haben? Das ist für mich so 'n bisschen, na ja. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob er die alte Legende Valdano recht hatte oder auch, was ich schon sage, er allein wird es nicht schaffen. Und ich hätte eventuell wirklich Klopp gern mal gesehen, weil Mourinho einfach nicht mehr so spielt und so weiter und so fort. Also schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, bitte. So, und dann kommen wir natürlich zu Dani Carvajal. Er macht sein letztes Spiel leider und, ja. Danke, sage ich einfach nur. So viele Jahre dabei. Es war auch schwere Verletzungen, aber er war einfach immer stabil und wenn man überlegt, dass er von Leverkusen kam, wenn ich mich nicht ganz täusche, war doch, ne? Ja, kann ich nur sagen, vielen Dank, Carvajal. Es ist schade, die letzte Legende geht, also derjenige, der da sehr lange ist und so weiter und so fort. Er hat eigentlich auch immer für die Mannschaft gefeitet. Er stand für die Mannschaft. Einfach top. Und auch dort gucken wir mal, ob auf Dauer Arnold ihn ersetzen kann, so über die Jahre. Da müssen die Flanken 'n bisschen besser kommen von Arnold. Mal ist er gut, mal ist er eigentlich ist er gar nicht es sind ja viele bei Real zufrieden mit Arnold. Das Ding ist nur, die Flanken meines Erachtens waren 'ne Katastrophe. Das sind Kinderflanken. Die kommen nicht an. Überhaupt, wenn die schießen, die kriegen Millionen und können nicht mal richtig schießen. Aber ich will nicht abschweifen. Ihr seht dieses Bild, das was ich mal nehmen musste. Schönes Ding und vielen Dank. Mehr muss man eigentlich auch gar nicht sagen. Das wird wieder emotional, die Abschlussrede, gehe ich stark von aus. Und, ja, dann war's das auch. Der Nächste, der geht und ja. Ich weiß nicht. Bin mal gespannt, ob er noch was groß irgendwie sagt zu alles, was so bei uns passiert. Und ja, ist 'n bisschen schade, dass langsam die Namen, die wir kannten die letzten Jahre, alle, ja, weg sind. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, ne? Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr schade, würde ich sagen auch, ne? Aber es ist eben so, die Zeit läuft, man wird älter
Und gut, vielleicht hätte man mit ihm noch ein Jahr verlängern können, damit er ich weiß ja nicht, ob er das möchte, überhaupt Ersatzspieler sein möchte. Wahrscheinlich möchte er trotzdem einfach spielen. Ich glaube, er hätte sogar noch, außer dass das zu langsam ist, das sieht man, aber ich glaube, er hätte noch das Potenzial, sonst eigentlich gut zu spielen. Aber seine ist natürlich seine letzte schwere Verletzung, wissen wir alle. Das ist natürlich schon hart gewesen. Aber wie gesagt, danke an Dani Carvajal. Und gegen Bilbao sage ich nichts. Zum Spiel muss man nichts sagen. Das ist der letzte Spieltag. Endlich ist es vorbei, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich mit einem Sieg. Ich hoffe kein glanzlosen, einfach mal ein 5:0. So richtig Lust für die Fans nochmal zum Schluss. Für diese trostlose Katastrophensaison. Auch wenn wir Zweiter geworden sind und ja, Champions League Viertelfinale. Okay, das ist natürlich für Real Madrid Verhältnisse nicht gut, aber ja, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Ne, sagen wir mal, bei diesem ganzen Chaos. Ich hoffe, dass das dann bald zu Ende ist und dass sich alles beruhigt. Und dann werden wir abwarten, was kommt. Wir haben hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. Ich halte euch auf den Laufenden, kurz und knapp immer natürlich, ne? Real Talk vor allen Dingen auch. Das mache ich schon immer. Nicht nur hier, sondern auch, ne, woanders. Und das ist eben so. Alles klar, Leute. Also Hala Madrid. Folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Daumen nach oben, gebt dieses Video ein Like und ja, feuert es an, verlinkt es. Das würde mich freuen, damit mehr Leute das hier sehen und damit die, ja, sag ich mal, die Real Madrid Community hier auf meinem Kanal größer wird. Das macht ja Sinn, weil dann macht es immer mehr Spaß, macht jetzt schon Spaß, auch in Livestream. Ne? Das wird aber erst wieder kommen zur neuen Saison, richtig an Anfang der Saison, die langen Livestreams und so weiter. Also, Freunde, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.